Auf die großen und relativ teuren Kia-Modelle EV6 und EV9 folgt 2024 ein kleineres Modell, der EV3. Und der sieht verdächtig danach aus, als könnte er den e-Niro zukünftig ablösen. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Kia EV3 wird am 23. Mai 2024 offiziell vorgestellt, wie der koreanische Hersteller nun mitteilt. Bis dahin sollen 3 neue Teaserbilder das Interesse hochhalten. Als Designstudie wurde der Kia EV3 bereits im letzten Herbst 2023 vorgestellt. Die neuen Bilder beweisen, dass die Serienversion recht nahe am Look der Studie bleibt. Die Überhänge vorne und hinten sind extrem kurz, was für einen relativ langen Radstand und entsprechend viel Innenraum sorgen dürfte. Außerdem erhält der EV3 die Star Map Lichtsignatur. So bezeichnet Kia die bereits vor einem Jahr beim EV9 vorgestellte Form des Tagfahrlichts, das offenbar an die Linien in Sternkarten oder in Sternbildern erinnern soll. Demnächst erhält auch der EV6 bei einem Facelift diese Lichtsignatur. Die genaue Form der Linien bleibt dabei modellspezifisch. Es bleibt auch bei den schwarzen Plastikteilen an den Radläufen, die zusammen mit den eckigen Karosserieausschnitten Robustheit visualisieren sollen. Am Heck gibt es zudem einen kleinen Dachspoiler, der über ein schwarzes Teil an der C-Säule optisch mit den Seitenfenstern und der Heckscheibe verbunden wird. Auch diese Merkmale verbinden den EV3 mit dem EV9. Allerdings fallen die Seitenfenster im Verhältnis zu den Blechwänden wohl kleiner aus. Im Innenraum kann man davon ausgehen, dass der EV3 ebenso dem EV9 oder EV5 ähneln wird, wenn auch in einer abgespeckteren Form. Wollen wir mal sehen, wie das Interieur in Zukunft aussehen wird. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Die Maße sind laut Kia kompakt. Mehr hat die Marke noch nicht verraten. Doch wird das Auto kürzer als der EV5 und der EV6 ausfallen. Zieht man den üblichen Längenunterschied zwischen 2 Klassen von 20 cm ab, so landet man bei etwa 4,40 Meter. Damit aber würde der EV3 dem e-Niro mit 4,42 Meter Konkurrenz machen. Das Beispiel EV5 und EV6 zeigt, dass das nicht stören muss, solange die beiden Modelle sonst sehr unterschiedlich ausfallen. Während der EV5 kastenartig ausfällt und ein 400-Volt-System hat, ist der EV6 eher ein Crossover und hat ein 800-Volt-System. Ein 4,40 Meter langer EV3 hätte aber die gleiche Spannungslage wie ein e-Niro und auch eine ähnliche Kastenform. Deswegen ist es auch plausibel, dass der EV3 den 2019 gestarteten Kia e-Soul ersetzt. Mal sehen, ob das dann auch so kommt. Während der Kia EV3 dem Flaggschiff EV9 recht nahe kommt, unterscheidet sich die Technik deutlich. Zwar basieren beide auf der Electric Global Modular Plattform EGMP, doch während es den EV9 als Hecktriebler und mit Allradantrieb gibt, bekommt der EV3 ausschließlich Frontantrieb. Zudem wird hier statt einem 800-Volt-System die normale Spannungslage von 400 Volt verwendet. Dementsprechend werden die Ladezeiten deutlich länger ausfallen. Was der EV3 kosten wird, ist aktuell noch recht unklar. Preislich aber starten Wettbewerber wie der VW ID.3 derzeit bei rund 40.000 €. Da scheint es durchaus möglich, dass der EV3 sich in einem ähnlichen Bereich aufhält. Die Weltpremiere des neuen Kia EV3 findet am 23. Mai um 12 Uhr mittags deutscher Zeit statt. Sie wird live auf dem YouTube-Kanal von Kia Worldwide übertragen. Da dürfen wir gespannt sein, was da auf uns zukommt. Aber wie würde euch der neue Kia EV3 gefallen? Und wäre der ein würdiger e-Niro oder sogar e-Soul-Nachfolger? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!